hier ist Jessica. Willkommen zurück zu einem neuen Video. In diesem Video möchte ich euch die Artworks Buntstifte vorstellen und sie wurden mir empfohlen bzw. mit der Frage empfohlen, sind es die gleichen wie die Castle Art Buntstifte? Mittlerweile stellt man sich oft die Frage, ob die Budget-Buntstifte, die man sich kauft, die gleichen sind wie andere Budget-Buntstifte, nur unter einem anderen Markennamen. Und als ich die Stifte gesehen habe, dachte ich, das können wir vielleicht mal bei diesem Set testen. Und zwar kommen die hier auch in einer großen Metallbox wie die Castle Art Buntstifte. Auch hier drinne sehen die sich sehr, sehr ähnlich, sind hier auch so auf Trays. Die Trays sind mit Gummibänder gesichert und ich habe hier mal im Vergleich einmal den Artworks Buntstift in Rot, Coral Pink steht hier drauf, und einmal ein Castle Art Buntstift. Und so auf dem ersten Blick sehen beide sehr, sehr gleich aus. Aber wenn man genauer hinsieht und sie auch in der Hand hat, fühlt man schon einen Unterschied. Und zwar sind die Artworks Buntstifte etwas dünner als die Castle Art Buntstifte. Von der Art, wie die Farben markiert sind, sieht das auch sehr ähnlich aus. Allerdings sind auch hier, wenn auch nur minimal, die Artworks Buntstifte etwas kürzer. Dieses Silberband ist hier bei den Artworks ein bisschen schmaler als bei den Castle Art. Und ich habe jetzt noch das alte Castle Art Set, aber das neue Castle Art Set hat ja auch den Farbnamen mit drauf gedruckt. Das habe ich jetzt nicht. Und ja, die Art, wie die Stifte nummeriert sind, sieht man hier auch, dass das nicht gleich aussieht, aber ähnlich gemacht ist. So, das bei dem ersten, was man so im Vergleich sieht. Ja, wie eben schon erwähnt, die Stifte sind ein bisschen dünner als die Castle Art Buntstifte. Wir haben hier eine Farbbenennung, eine Farbnummer und am Ende des Stiftes eine Farbmarkierung. Und ich muss sagen, dass sie ja ganz okay übereinstimmt. Trotz allem mache ich mir immer eine eigene Farbtabelle. Und dann können wir hier einmal drauf schauen. Das ist die Farbtabelle, passt leider nicht ganz ins Bild, aber eine Übersicht der Farben, und ich war ja ganz positiv angetan von den vielen Lila- und Pinktönen, die, wenn auch manchmal ein bisschen ähnlich, sich doch nicht ganz gleichen. Und ich glaube, so viele Lila- und Pinktöne hatte ich in einem Set von 120 bisher noch nie so wirklich gehabt. Also mir gefällt es total, weil ich hauptsächlich Lila- und Pinktöne verwende, weil ich halt total gerne Blumen male. Eine Sache muss ich erwähnen, und zwar hier, sieht für euch ein bisschen komisch aus. Ich denke mal, es war irgendwie ein Produktionsfehler, und zwar steht hier Butterscotch drauf, die Farbmarkierung ist gelb, aber die Mine des Stiftes ist ein Grau. Und das hat mich etwas irritiert, aber naja, der Stift malt, ja, aber mir fehlt jetzt quasi ein Gelbton. Produktionsfehler habe ich in den letzten Sets irgendwie öfter gehabt. Irgendwie habe ich Pech mit meinen Sets, aber es kommt vor, weil jetzt bei einem Stift mache ich kein Fass auf. Und ich habe das Set jetzt auch schon sehr, sehr lange hier liegen, bestimmt schon fast ein Jahr. Deswegen ist es jetzt auch zu spät, da noch irgendwas zu reklamieren. Aber nichtsdestotrotz, ich habe hier eigentlich ausreichend Gelbtöne. Ich glaube, dieser Gelbton wäre jetzt nicht sehr viel anders gewesen. Deswegen ist es für mich in Ordnung, dass ich Verlust bei einem Stift habe. Aber sowas kann natürlich vorkommen. Ja, bei dem Auftragen der Farben war ich eigentlich auch ganz positiv angetan, dass die Stifte sehr weich zu sein schienen und ich eigentlich sehr, sehr gut die Farben auftragen konnte auf diesem relativ glatten Papier. Wie der Farbauftrag dann in einem Malbuch sein wird, das werden wir gleich sehen. So, ein paar Sachen, die ich noch zum Schluss erwähnen möchte und euch visuell zeigen muss.
Und zwar ist euch vielleicht aufgefallen, dass hier Farbnummerierungen sind, die nicht fortlaufend sind. Die Packung kam mit der fortlaufenden Nummerierung sortiert, allerdings war das kreuz und quer. Also wenn ihr mal guckt, hier bei den Gelbtönen habt ihr von 412, 99, 16, 64 alles dabei. Also es war wild durcheinander. Da waren teilweise gelb, lila, grün, Brauntöne, alles nebeneinander, ohne irgendwie eine gewisse Farbharmonie zu haben. Also es hat null gepasst, als hätte man einfach Stifte, die da wild sortiert wurden, mit einer durchgehenden Nummerierung bestempelt. Im Gegensatz zu den Castle Arts, hier habe ich nach Nummerierung sortiert und die Farbtabelle angelegt. Und dann sieht man schon, dass das bei den Castle Art auf jeden Fall nach Farbgruppen sortiert ist, wenn auch nicht durchgehend. Dass hier jetzt zum Beispiel die Pink- und Lila-Töne hier weitergehen, ist nicht der Fall, sondern es sind separate Blöcke quasi. Aber nichtsdestotrotz gibt es hier wenigstens eine kleine Sortierung. Ja, das einmal zu diesen Unterschieden schon mal. Dann ist sowohl Castle Art als auch Artworks haben die gleiche Anzahl an Farben, aber trotz allem sind die Farben auch unterschiedlich. Also ich habe hier in der Farbtabelle nicht die exakten Farben wie zum Beispiel bei den Artworks-Stiften. Ich habe ähnliche Farben finden können, aber es war nie exakt die gleichen zu finden. Also hier auch auf jeden Fall ein Unterschied. Man sieht vielleicht auf dem ersten Blick schon, dass es viel mehr rosa, pink und lila Töne gibt, als hier in dem Castle Art Set zum Beispiel. Castle Art hat eigentlich wenig lila Töne. Ich zähle hier 2, 4, 5, 6, 7, 8 vielleicht. Und hier hat man auf jeden Fall, ja, das Doppelte davon. Also hier auch ein großer Unterschied. Nun endlich zum Farbtest. Links im Bild sind die Artworks Buntstifte, rechts im Bild die Castle Art. Ich habe versucht, ähnliche Farben zu finden, einfach um das Malverhalten in den unterschiedlichen Farbgruppen vergleichen zu können. So auf den ersten Blick sind mir wirklich keine Unterschiede aufgefallen. Hätte man mir beide Stifte blind in die Hand gedrückt, hätte ich keine Ahnung, mit welchen Buntstiften ich male, weil sie sich für mich sehr ähnlich angefühlt haben. Ich habe dann irgendwann mal angefangen, auf einem separaten Zettel die Buntstifte einzeln hintereinander, also Artworks, Castle Art, Artworks, Castle Art, bei den unterschiedlichen Farben auszuprobieren, einfach um diese feinen Unterschiede zu bemerken. Und im Endeffekt gibt es doch einige Unterschiede. Und zwar sind die Artworks Buntstifte ein bisschen weicher und cremiger. Es sind immer noch ölbasierte Buntstifte, also sie fühlen sich nicht so weich an wie zum Beispiel die Prismacolors, sind aber ein Stückchen weicher als die Polychromos. Und ich fand, dass die Artworks auch halt ein bisschen weicher sind als die Castle Art, die doch ein bisschen auf der härteren Seite liegen, aber wirklich nur minimal. Und das auch nicht in jeder Farbgruppe. Ich habe bei meinen Stiftetests schon öfter gemerkt, dass so Farben wie Gelb, Orange oder Rot mehr auf der weicheren Seite liegen, wo im gleichen Set zum Beispiel die Grün-, Lila- und Blautöne eher auf der härteren Seite liegen. Also da unterscheiden sich die Farben in einem Set tatsächlich im Malverhalten. Und das hat man öfter mal, jetzt nicht nur bei budgetfreundlichen Stiften, sondern auch bei etwas hochwertigeren Stiften. Und das habe ich sowohl bei den Castle Art als auch bei den Artworks Buntstiften gemerkt, dass der Farbauftrag sich innerhalb der Farbgruppen ein bisschen unterscheidet. Ich fand die Artworks Buntstifte jetzt nicht kratzig, sondern sie waren ein bisschen weniger cremig bzw. haben sich ein bisschen trockener angefühlt, aber in keinster Weise kratzig oder unangenehm. Ich konnte die Farben immer noch gut auftragen, egal mit welcher Farbgruppe. Ich konnte sie gut ineinander blenden. Sie haben sich angenehm angefühlt
Und ich muss sagen, dass ich für so günstige Buntstifte wirklich, wirklich positiv überrascht bin. Mein Bauchgefühl hat mir gesagt, dass sie entweder genauso wie die Castle Art sind oder eben total negativ, eher wie die Sena Color, die ich überhaupt nicht leiden kann. Das sind die schlimmsten Buntstifte, die ich hier getestet habe. Und ich hatte sogar ein schlechtes Gewissen, mein Sena Color Set an meine Neffen zu verschenken. Irgendwie, ja, nein. Schlimmste Buntstifte, die ich je getestet habe. Kann mir auch keiner was anderes sagen. Geht gar nicht. Ja, trotz allem bin ich hier bei dem Set echt positiv angetan und habe auch gerne mit ihnen gemalt. Und ich habe auch außerhalb der Kamera die Buntstifte in verschiedenen Malbüchern getestet und muss sagen, dass ich auch auf den verschiedenen Papiersorten keinerlei Probleme habe. Das Blenden ist je nach Papier immer ein bisschen unterschiedlich. Manchmal kriegt man ein bisschen mehr Farbe aufs Papier, manchmal kann man mehr schichten, manchmal muss man ein bisschen mehr arbeiten. Aber egal welches Set ich benutzt hätte, auch wenn es meine Polychromos oder die Luminance sind, die fühlen sich auf jedem Papier anders an. Auch dort hat man Unterschiede, auch wenn es sehr, sehr gute Stifte sind. Und hier bei den Artworks war es eben nichts anderes. Aber ich hatte jetzt kein Papier, wo ich sagen würde, geht gar nicht. Überall konnte ich gut mit den Stiften arbeiten. Die Farben sind sehr kräftig und die Mine etwas auf der weicheren Seite. Das Blenden war überhaupt kein Problem. Und als ich versucht habe, außerhalb der Kamera zu schauen, wie viele Farbschichten ich so aufs Papier bekomme, bin ich mit meiner schweren Hand so auf 5 bis 6 Farbschichten gekommen. Also ich neige dazu, ein bisschen mehr zu drücken, aber ich denke, wenn man nur sehr leicht drückt und auch das Papier ein bisschen mehr Struktur hat, schafft man sogar 10 Farbschichten. Ja, alles in allem muss ich zusammenfassend sagen, dass ich positiv überrascht bin von den Stiften. Und ich weiß, wenn mich in nächster Zeit jemand fragen wird, welche Stifte er sich kaufen soll, die auf der Budgetseite sind, die nicht so ins Geld gehen, sind das, glaube ich, die Buntstifte, die ich als allererstes empfehlen werde. Ich mag die Castle Art, ich mag die Limidix Buntstifte, aber nichtsdestotrotz schlagen die Artworks Buntstifte im Preis-Leistungs-Verhältnis alle Sets. Bei der Auswahl, die es mittlerweile an Budget-Sets gibt, ist es wirklich schwer, sich da mittlerweile irgendwie durchzukämpfen oder auf dem Laufenden zu bleiben. Und ich hoffe, dass ich jetzt vielleicht ein günstiges No-Name-Set empfehlen kann für diejenigen, die im Budget bleiben wollen und sich vielleicht erstmal ans Malen herantasten. Wenn euch dieses Video gefallen hat, würde ich mich natürlich sehr über einen Daumen hoch freuen. Das hilft mir und meiner YouTube-Statistik. Wenn euch das Video nicht gefallen hat, schreibt konstruktive Kritik in die Kommentare. Ich bin immer offen für Verbesserungsvorschläge, solange sie konstruktiv sind. Und natürlich würde ich mich auch super freuen, wenn ihr Teil dieses Channels werden wollt. Ihr kennt es, unten auf Abonnieren klicken, die Glocke aktivieren und jeden Freitag könnt ihr dann hier entweder eine Review oder ein Tutorial anschauen. Ich hoffe, ihr fandet die Vorstellung für dieses mir unbekannte Stifteset interessant und konntet wieder was Neues lernen. Wie gesagt, alle Infos sind unten in der Infobox verlinkt und wenn ihr Fragen habt, hinterlasst auf jeden Fall einen Kommentar oder meldet euch bei mir über die Social Media Seiten oder meinen Blog. Irgendwo werdet ihr mich erreichen können. Dann vielen Dank fürs Reinschauen. Ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende und wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss!